So, herzlich willkommen zum heutigen Programm am Abend. Wir haben jetzt Meditation. Wir haben einen kleinen Unterbruch, weil in Durban in Südafrika hat es gestürmt und die Internetverbindung ist nicht so stabil. So we will start tonight's program. In a moment with some meditation. We had a little interruption because in South Africa there was a storm and the internet connection is not so stable. So we'll have about 15 minutes meditation, and then I will invite Sister Dipty to speak. I'll give a little introduction, and then she will speak about how to love yourself from the bottom of your heart. So, sie wird darüber sprechen, wie wir uns selber von der Tiefe des Herzens lieben können. Okay? Setzt euch bequem hin. Sit comfortably. And just relax your body. Entspannt euren Körper. Feel your breath flowing in and out freely. Fühlt euren Atem, wie er frei ein- und ausströmt. And with every inhaling, you come deeper to yourself. And exhaling, let go of all the tension. Let go for the whole day. Beim Einatmen gehe ich ganz tief in meine Mitte. Und beim Ausatmen lasse ich alle Spannung los. Lasse den ganzen Tag los. I allow my mind to calm down, to become quiet and relaxed. Ich erlaube meinem Geist zur Ruhe zu kommen, sich ganz zu entspannen. And I go deep inside my heart. Und ich gehe in die Tiefe meines Herzens. And I become aware what is there in the depth of my heart. Und ich werde mir bewusst, was da ist
in der Tiefe meines Herzens. And whatever I perceive, let me just accept it. Was immer ich wahrnehme, ich akzeptiere es. I stop fighting. I stop analyzing. And I just accept what is. Ich höre auf zu kämpfen innerlich, zu analysieren. Und ich nehme einfach an, was da ist. Let me accept myself as I am. Ich nehme mich selbst an, ganz so wie ich bin. So like you would accept a little baby. Wie man ein kleines Baby akzeptieren würde. Like this, I hold myself in my heart. Genauso halte ich mich selbst in meinem Herzen. And then feel how it is when you fully embrace yourself. Und dann fühlt, wie es ist, wenn ihr euch selbst ganz umarmt. Letting go of all resistance. And just allowing that love to flow.
Lasse allen inneren Widerstand los. Und erlaube dieser Liebe zu fließen. I am. And that's enough. I am a unique, beautiful being. Ich bin. Und das ist genug. Ich bin ein einzigartiges, wunderschönes Wesen. Erlaubt diesen Gedanken und dieses Gefühl, sich in euch auszubreiten. Allow this thought and this feeling to expand inside of you. I am a unique and beautiful being. Ich bin ein einzigartiges, wunderschönes Wesen. And let all the other thoughts just flow away. And stay with this thought and with this feeling of being this unique, beautiful being. And embrace this little baby in your heart.
Lasst alle anderen Gedanken an euch vorbeiziehen. Bleibt mit diesen Gedanken und mit diesem Gefühl. Ich bin ein einzigartiges, wunderschönes Wesen. Und dabei umarmt dieses kleine Baby in eurem Herzen. Om Shanti. Om means I am, and Shanti means the being of peace. Om bedeutet, ich bin, und Shanti bedeutet Frieden. Ich bin ein Wesen des Friedens. Om Shanti. So, herzlich willkommen für die, die noch dazugekommen sind. Very warm welcome for those who still came. And very warm welcome to Sister Dipty from South Africa, from Durban, who has come here all the way to Switzerland. So, today's technique, no? Willkommen zu Schwester Dipty von Südafrika aus Durban, wo sie momentan stationiert ist. And I got to know Sister Dipty around maybe 10 years ago, no? When I went to Johannesburg, and then I went from there and stayed in Namibia for a little while. And I remember her very gentle, genuine way of being. I spend a lot of time with her at that time, you know, because you were just on your way somewhere. So, ich habe Schwester Dipty vor circa 10 Jahren kennengelernt, als ich in Johannesburg war für eine kurze Zeit und dann nach Namibien fuhr. Und ich habe sie kennengelernt als sehr freundliche, offene, warme Persönlichkeit. Ich habe sie nicht sehr lange, nicht viel Zeit mit ihr verbracht, weil sie gleich nachher weggefahren ist. Aber jetzt möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Very warm welcome. Thank you so much. Good. Yes. I am also seeming to understand the German. So it's lovely to be with that energy. Because I can speak a bit, I grew up speaking Afrikaans. And Afrikaans
there are certain words that they have their connection because of the connection with Nederland, and then so there's a few words I picked up. So anyway, it's a good feeling to be with you. So let me translate. So Schwester Dipty sagt, sie fühlt sich auch sehr besonders, weil sie einige Worte Deutsch versteht. Sie ist aufgewachsen und hat Afrikaans gesprochen. Das ist so ähnlich wie Holländisch. Und dadurch hat sie einige Worte verstanden. Good. So good evening, and it's really lovely to be with everybody at this time. Guten I think Abend. it's a very, very valuable time. It's a very valuable time. It's a very precious, valuable time. Yes. So ganz herzlich willkommen für euch alle und sie freut sich, hier zu sein in dieser ganz besonderen, wertvollen Zeit. And I think today's topic is also very important because when we love ourselves from the bottom of our heart, that is when we develop real strength. Und sie denkt auch, dass das Thema von heute sehr, sehr wichtig ist, weil wenn wir uns von der Tiefe unseres Herzens lieben, dann sind wir auch verbunden mit unserer Stärke. And so really, I very much connect with this energy of love because I believe that love is real strength. Sie ist sehr tief verbunden mit der Energie der Liebe und sie denkt, dass diese Liebe ist wirklich die wahre Kraft. The world has progressed a lot, but we've forgotten how to love. In der Welt ist so viel Fortschritt, hat stattgefunden, aber wir haben vergessen, uns selbst zu lieben. And once we touch love again, I find that when we touch the experience of love again, it's like we get back our life. Und wenn wir wieder diese Liebe berühren, dann ist es so, wie wenn wir unser Leben zurückgewinnen. Today in the world, people try and do so many things, but they move away from the essence of peace and love. And so their life becomes empty. Dipty, I think the sound, I don't know whether you're too close to the microphone. It's, okay. Okay. Sorry, I missed I couldn't get it because it was over, the tone was not so clear. Can you repeat? Sure. Can you hear me now? Now it's yes? better. Mm-hmm. Okay. So in the world today, we've achieved a lot, but because we've forgotten the whole energy of peace and love, we have forgotten something very, very important. So, auch wenn die Welt sehr weit fortgeschritten ist, aber weil wir die Energie von Frieden und Liebe vergessen haben, hat die Welt sehr viel verloren. And at this time, this energy of love really starts when I start with myself. Und zu dieser Zeit, diese Energie von der Liebe, muss ich mit mir selber anfangen. And very often we hear many motivational talks that you need to love yourself. But what is powerful love for the self? Also man sagt heute, dass man sich selber lieben sollte, aber was ist diese kraftvolle Liebe für sich selbst? And so the real love that we start off with for the self is firstly to give ourselves time every day. Sorry. You hear me? Yes, I can hear you, but I couldn't understand the sound properly. Okay. So the first area that we need to love ourselves is to give ourselves
time every day. So, das Erste, um uns selber zu lieben, ist, dass wir uns selber Zeit geben für uns selbst. And that just doesn't mean physical time. Physical time is important, but space in your mind, that deep, deep space in your mind is important. Also sich Zeit zu geben ist wichtig, aber auch den Raum sich zu geben in dem eigenen Geist. Because when I create space for myself, I allow my inner self to start growing, and that is a step of love. Wenn ich selber mir Raum gebe, dann erlaube ich dem inneren Selbst, dass es wachsen kann. Und Today we think too much and less. We love less. We think a lot, but we love less. Yeah? Heutzutage denken so wir, very, very important. Aber wir lieben weniger. And we have forgotten the heart and how to feel. We think about love, but we don't give enough time to feel love. Because there's a big difference about thinking about love, and it's a very important energy to feel love. Wir haben vergessen, wie sich die Liebe anfühlt. Es ist ein großer Unterschied, über die Liebe nachzudenken, aber die Liebe wirklich zu fühlen. And so in this thing of loving myself from the heart, I have to give myself space, but I need to allow enough time to activate feelings of love. And some people's hearts have become hard, so they cannot feel the love. So the first step is to massage the heart with pure feelings. So, um die Liebe zu aktivieren, muss ich mir selber diese Zeit geben und den Raum nehmen. Und das Herz von einigen Menschen ist sehr hart geworden. Und dann müssen wir das zuerst massieren, um diese Liebe wieder zu spüren. So do you know how to massage your heart? Wisst ihr, wie ihr euer Herz massieren könnt? We know how to massage our bodies, but do we know how to massage the heart and my feelings? Wir wissen, wie wir den Körper massieren können, aber wisst ihr auch, wie man sein eigenes Herz und die eigenen Gefühle massieren kann? So I really have found that on a very daily basis, one of the teachings that Daddy Janki had really touched me with is that every day to put a drop of love into your heart so the heart becomes soft and then it will start to work. But every day, not only when you are in trouble, but every day put a drop of love into your heart like an ointment to get a candle going again. Sie erinnert sich an, wie Daddy Janki gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, dass wir jeden Tag einen Tropfen der Liebe in unser Herz tröpfeln lassen sollen. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Dipty? Yes, I can hear you. Yes. Yeah. I can hear you. Yes. 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 So I can hear you. Good. I translated. You know how important it is to feel every day one drop of love in your heart. Sure. Okay. All right. And how do we create a drop of love in the heart? Is we have to create firstly thoughts of love, not thoughts of the past,
We have to create thoughts very powerfully about love every day. Because you have to generate that energy of love. Und so wie erschaffen wir diese Tropfen von Liebe? Ne? Wie sie sagt, wir müssen jeden Tag sehr kraftvolle Gedanken der Liebe erschaffen. Nicht Gedanken der Vergangenheit, aber kraftvolle Gedanken der Liebe und jeden Tag unser Herz mit diesen Tropfen der Liebe füllen. Very often in our life, we try to love ourselves from the experience of our past. So we think that in the past this happened or that happened, but now I'm going to love myself. So my entry point in love for many years of my life may be from the past. But now we learn to do it differently. I say to myself, I am love. So sehr oft ist der Anfangspunkt von unserer Liebe liegt in der Vergangenheit, das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und es geht jetzt darum, dass wir nicht von diesem Punkt herkommen, von der vergangenen Erfahrungen, sondern dass wir diese Erkenntnis haben, ich bin Liebe. So ein ganz anderer wie soll ich sagen, Ansatz, genau. Dipty, there is always about 10 seconds of difference. Because so if I start loving myself from the experience of the past, there will still be a lot of judgment. Wenn ich mich liebe aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, dann gibt es immer noch sehr viel Urteile oder ja, Urteile, die ich fälle. So loving myself from the past also creates many other feelings to come up because we may have had many challenges in our life. So, sich zu lieben mit den Gefühlen aus der Vergangenheit kann auch ganz andere Gefühle noch hochbringen, weil wir sehr viele andere Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. So the powerful way to begin to love yourself is to start with the energy of I am. I am love. Not I need to have love, but I am love. And this is very important to have this deep feeling in my heart that I am love. Not that I have to create love. Mhm. So ein wichtiger Aspekt, um wirklich sich selber zu lieben, ist diese Erkenntnis, dass ich Liebe bin. Nicht, dass ich irgendwie woher Liebe erhalten soll, sondern dass ich Liebe bin. So when I feel that deep, deep level of love, then I have acceptance of myself, no matter what other habits or energies are around in me. But there's a deep acceptance because I'm starting with the energy of I am love. Otherwise, my acceptance is not easy. So if I start off with the feeling that I am love, then there will be a natural acceptance of who I am. No matter even if I have defects, or no matter even if there are things about me that I don't like, but there will still be a level of acceptance.
So, wenn ich mich liebe von diesem Gefühl oder diesem Verständnis, dass ich bin Liebe, dann kann ich wirklich diese wahre Liebe erfahren, die von der Akzeptanz kommt. Und sonst habe ich immer noch irgendwelche Erwartungen und andere Gefühle, die gemischt sind. So, ich habe nicht ganz alles verstanden, weil es so abgebrochen war. Can you hear me? I can hear you. It's sometimes now she disappeared, no? Can you hear me? I can hear you, but your face has disappeared. So, can you speak? And then I'll see whether I can still hear you. Dipty? Now I can't hear anything. It's maybe again the storm. Vielleicht ist es wieder der Sturm in Durban. Sie hat gesagt, es regnet sehr stark. Okay. Okay, sie ist zurück. So, first is acceptance, but the second area that deepens love is honesty. We need to have deep honesty with the self. Zuerst ist es wichtig, diese Akzeptanz zu haben. Und dann ist es ganz wichtig auch, dass wir diese Ehrlichkeit mit uns selbst Honesty haben. with the self. Die Ehrlichkeit mit sich selbst. The second step of love is that we need honesty with the self. Der zweite Schritt der Liebe ist wirklich Ehrlichkeit mit sich selbst. Sie ist nicht auf dem Bild. Sie ist nicht auf dem Bild. Oh, okay, ist okay. Da nicht, ja. So when you don't hear it, you just feel what she's saying. You know, first is acceptance and then is the honesty of the heart. So wenn wir momentan wieder unterbrochen sind, spürt einfach dieser Aspekt. Zuerst ist es wirklich, sich selber zu akzeptieren und dann diese Ehrlichkeit mit sich selber zu haben. Now, Dipty, I cannot hear you. I don't know whether you can hear me. Have you got your speaker on? I think. So we try via WhatsApp to continue. Wir versuchen es mit WhatsApp weiterzumachen. Das ist der Nachteil der Technologie, ne, dass er anfällig ist auf äußere Einflüsse, auf Schwankungen. So that's what's happening with technology, you know, the dependency on a clear line. But you probably must have felt in your life, when you felt that love and when you were very honest with yourself, that there was even a deeper love. Ihr habt sicher auch schon erfahren in eurem Leben, wenn ihr Liebe habt für euch selber und wenn ihr ganz ehrlich seid mit euch, dass die Liebe dann noch stärker ist. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder zurück. Ich sehe wieder so, das Bild ist noch nicht klar.
Dipty, did you put on the camera? Can you put on the camera? I can't see your picture. Yeah. Can you tell her to pick up the phone and then we do Dipty, I don't know whether you can hear me, but you can just pick up the phone and we'll try to do it via WhatsApp. Hello, Dipty. Okay. You know, Dipty, I can hear you very clear on WhatsApp, so we will continue with WhatsApp, yeah? Yes, because the sound is very clear with WhatsApp. Okay, sure. Okay. Okay. So can I continue talking then? Yes, yes, you can continue talking. Thank you. Okay. So my sincere apologies firstly because there's been a storm and it seems like many things are going a bit haywire in nature. So to everybody, my sincere apologies there. So, sie entschuldigt sich. Sie sagt, es gibt einfach diesen Sturm und alles geht ein bisschen drunter und drüber. So we talked about the first level, and that was that when I start with the feeling that I am love, then there's natural acceptance, no matter what has happened in my past. Und there's a good natural feeling of love. Wenn wir von diesem ersten Ebene anfangen, dass mit diesem Bewusstsein, ich bin Liebe, dann ist eine auch ganz natürliche Akzeptanz, egal was in meinem Leben in der Vergangenheit geschehen ist. Because otherwise what happens is I have a lot of expectations about what I should be and what I could be, rather than starting from this very healthy feeling that no matter what is not right within me or whatever it is, I am still accepting myself. Just like you shared, and that we are like little babies. There's a little baby inside of me. In the meditation you were sharing that. Okay. And a little baby in sort of love, of deep acceptance, eh? Yeah. Yeah. So, das alles zu behalten, ne? You know, wenn wir diese Liebe spüren und aufhören, uns zu vergleichen mit anderen, wenn wir aufhören, im Wettbewerb zu sein mit anderen, dann können wir diese Selbstakzeptanz erfahren und das ist dann so ein bisschen wie, als ich im Kommentar gesprochen habe, von diesem kleinen Baby, das wir in uns tragen. Jetzt bricht es ab. Now it breaks, Dipty. Okay. Sorry. Okay. Yes. We had some extra sound. Yeah, now it's fine. Yeah. So what we also see regarding the other aspect that we see regarding is patience. We need a lot of patience in this journey. Like right now, I'm sure we're all experiencing quite a bit of patience, but we also need the patience within this journey, because in order for that love to grow, we need to be patient on ourselves. Sometimes people are very hard on themselves. So, was wir auch in unserem Leben brauchen, ist sehr viel Geduld. Also ihr habt jetzt auch diese Erfahrung, dass ihr viel Geduld braucht mit uns, mit dieser Übertragung. Aber auch in dieser Erfahrung der Liebe mit uns selber müssen wir sehr geduldig sein.
weil das auch Zeit braucht, dass diese Liebe wachsen kann. But in order to deepen your patience, you need to commit yourself every day to that energy of love. Not to say only when I feel like, but every day do something every day to deepen that love. And then be patient. But we lose our patience about love because we don't make a commitment to that love every day. So the method is to do it daily. So, es ist ganz wichtig, dass wir täglich dieses Commitment, wie sagt man dem auf Deutsch? Commitment, dass wir uns verpflichten, quasi für uns selber, jeden Tag uns Zeit zu nehmen, diese Liebe zu nähren. Und dann wird auch unsere Geduld wachsen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir täglich daran arbeiten, diese Liebe in uns zu nähren. So, once we're working with ourselves, every now and again, the past will still come up. But I find one of the methods that really helps that is I always have a conversation with my past. Not that I suppress it, but I have a conversation with my past. Because when you have a conversation with your past, there's a feeling of separateness from the past. You're not your past. You're having a conversation with your past. Also es wird immer noch wieder geschehen, dass irgendwie die Vergangenheit hochkommt. Und um damit umzugehen, ist es ganz wichtig, dass wir mit unserer Vergangenheit eine Unterhaltung haben oder ein Gespräch. Und dann ist es so, dass wir diese Distanz haben von der Vergangenheit. Ich bin dann nicht diese Vergangenheit, sondern ich habe eine Unterhaltung mit dieser Vergangenheit. Very often we feel ourselves to be coming from the experience of the past, but that is over. The past is past. So I need to learn to have a conversation with that past, so I heal the past. Healing is very necessary, but not from a space where I live in the past. I have to create distance from my past through these healthy conversations. So that creates the healing from the past so that I can nurture the love of the present moment. So, es braucht diese Gefühle von der Vergangenheit, die werden hochkommen, aber um damit konstruktiv umzugehen, muss ich in einen Dialog oder in eine Unterhaltung mit dieser Vergangenheit kommen, um damit Frieden zu schließen, um sie zu heilen. Und durch diese Unterhaltung, indem ich mich damit auseinandersetze, werde ich diese Vergangenheit heilen können und diese Liebe in mir, da kann dann wachsen. And so when I'm able to do that, then I'm able to take care of that past, and that past doesn't always make me feel bad and does not challenge my self-respect of the present moment. Und wenn ich fähig bin, das zu tun, also diese innere Unterhaltung zu haben, dann ist es nicht so, dass meine Vergangenheit mich hindert, mich zu akzeptieren oder zu lieben. Und dann wird meine Selbstachtung wird nicht darunter leiden unter den vergangenen Erfahrungen. So the more I invest in myself, there's a deep inner security. And I think a very deep step of love is a feeling of security. So, je mehr ich mich selber akzeptiere, da gibt es ein tiefes Gefühl der Sicherheit oder der inneren Geborgenheit. When we look at love, we need to feel a deep, deep sense of belonging. And the energy of belonging is very, very important. Wenn wir die Liebe anschauen, brauchen wir dieses tiefe Gefühl des Dazugehörens. Und das ist sehr, sehr wichtig für diesen Aspekt der Liebe, das Gefühl dazuzugehören, Teil von etwas Größerem zu sein. Ja. I just want to share a story of something I experienced
experienced very real in my own life, where very near to our center, there used to be a baby's home where there were babies there that had AIDS. Yes, wait a moment, Dipty. For their life. Let me translate in between when you speak too long. I have a problem to follow. So, Dipty erzählt jetzt eine Erfahrung aus ihrer Vergangenheit. Sie sagt, in der Nähe, wo sie gewohnt hat, gab es ein Heim mit Babys. And so Babys, die AIDS hatten. yeah. Mhm. And there was one baby that when the baby was born, she was really struggling for her life because she had full AIDS as she was born. Und es gab ein Baby, die hat wirklich um ihr Leben gekämpft. Also als sie geboren war, hatte sie schon voll AIDS und sie hat um ihr Leben gekämpft. And I used to see a couple that used to come to that home because they wanted to adopt a child, and their attention went to that baby. Und sie hat ein Paar gesehen, die zu diesem Heim gekommen ist und sie wollten ein Kind adoptieren und ihre Aufmerksamkeit fiel auf dieses Baby. And the social worker said that this baby can't be adopted because this baby is very, very sick and she's fighting for her life. Und die Sozialarbeiterin hat dann gesagt, ja, dieses Baby kann nicht akzeptiert werden, weil es adoptiert werden. Entschuldigung, nicht akzeptiert. Das kann nicht adoptiert werden, weil es sehr krank ist und um sein Leben kämpft. So this couple said, okay, but every day we will come and just come and hold this baby in our arms. Every day we will come and hold this baby. So they said, okay, you can come every day. Und dieses Paar hat dann gesagt, okay, lass uns dann wenigstens jeden Tag kommen und dieses Baby halten. Und dann haben sie diese Erlaubnis erhalten, dass sie jeden Tag kommen können, um das Baby zu halten. And so this couple used to come every day. They used to wear a mask so that they don't infect the baby more. But they used to just hold this baby in their arms every day. Und dieses Paar ist dann jeden Tag gekommen und hat dieses Baby in ihren Armen gehalten. Sie haben eine Maske getragen, um das Baby nicht irgend mit etwas zu infizieren. Aber jeden Tag sind sie gekommen und haben es gehalten. And in 2 weeks' time, I really saw the baby started breathing on her own. Her white level count, cell count went up, and the baby was starting to get healthy already. Und nach 2 Wochen hat sie gesehen, wie das Baby angefangen hat, selber zu atmen und wie die weißen Blutkörperchen angestiegen sind und das Baby, es dem Baby immer besser ging. And it was very real that it was love that gave her life, not just medicine. Und es war sehr real, dass es die Liebe war, die das Baby am Leben hielt, nicht einfach nur die Medizin. And soon after that, the couple adopted this baby. Und kurz nachdem dieses Paar das Baby adoptiert hatte, And now this baby, I know she's about 6 years old. und sie weiß, jetzt ist das Baby etwa 6 Jahre alt. So we can see how even physically, love has such a powerful energy on a physical person. So what can it do to my emotional state? It is very powerful, love. Wir können sehen, dass auch sogar auf der physischen Ebene Liebe so viel ausrichten kann. Und wie viel kann die Liebe dann auf der emotionalen Ebene ausrichten? And so similarly, every day we need to deepen and give ourselves that deep, deep feeling of love.
and then it's like our life begins to come back. So jeden Tag müssen wir uns ganz bewusst eben diese Liebe geben. Jeden Tag. Und dann wird unser Leben wieder langsam wieder zurückkommen. And I really find that when you have that deep love for yourself, you develop a layer of protection around yourself. Und sie fühlt ganz fest, wenn wir jeden Tag diese Liebe in uns nähren, dass wir wie eine Schutzschicht um uns herum anlegen. Because when you feel that love inside of you and that protection around you, and you feel stable inside of you, you get less affected by situations and people. So, wenn wir in uns diese Liebe spüren und diese Schutzschicht um uns herum, dann werden wir auch mehr stabil und werden nicht mehr so von äußeren Dingen beeinflusst. I have a deep, deep sense of inner security when I have deep love. Ich habe ein ganz tiefes Gefühl der inneren Sicherheit, wenn ich diese tiefe Liebe erfahre. Because challenges in life do come, but I'm able to have stability. Herausforderungen werden im Leben kommen, aber ich habe dann diese innere Stabilität. And in today's world, we need a deep, deep level of stability. Und in der heutigen Welt brauchen wir wirklich ein tiefes Level von Stabilität. We can't allow many things to affect us right now because we need a lot of inner strength. Wir können es uns nicht erlauben, und beeinflusst zu werden von vielen Dingen in der Welt, weil wir brauchen in uns diese innere Stabilität. So when I have deep love inside myself, then I don't get affected so easily and I don't lose my inner power so quickly. So, wenn ich in mir drin sehe, diese tiefe Liebe habe, dann werde ich nicht so einfach beeinflusst und ich spüre diese Stabilität. And so we see that through love, then I develop deep inner spiritual power. Und wir sehen, dass dann durch diese Liebe wir eine tiefe spirituelle Kraft entwickeln. And when there's spiritual power, beautiful changes begin to happen in my life. Und wenn es diese spirituelle Kraft gibt, dann können wir wunderschöne Veränderungen in unserem Leben sehen. Because sometimes we want the situations outside to change, but they can't change if my inner energy is not right. Manchmal möchten wir, dass die äußeren Situationen sich verändern, aber sie können sich nicht verändern, wenn meine innere Energie nicht richtig ist. I find that when you've deepened that deep state of love for yourself in your heart, life opens many, many opportunities for you. So, wenn wir diese tiefe Liebe und diese Stabilität in unserem Herzen entwickeln, dann öffnen sich viele Türen im Leben für uns. Because loving yourself from deep inside your heart makes you a magnet of good energy. Wenn wir uns selber von tief aus unserem Herzen lieben, dann macht das uns zu einem Magnet von guter, positiver Energie. And as we deepen that love inside, I really feel life around me begins to change automatically. Und während sie diese Liebe in sich vertieft und vermehrt, dann sieht sie, wie automatisch die Welt oder das Leben um sie herum sich verändert. So to deepen that deep love inside for yourself, there are 4 tools that help a lot. Um diese tiefe Liebe in mir selber zu vertiefen, gibt es 4 Instrumente, die da helfen. First is you have to give yourself time every day.
Zuerst muss man sich selber täglich Zeit geben. Jeden Tag. In your body and your mind, both places. Für euren Körper und euren Geist, für beide. The second thing that is important is I find very useful is to study things that will support your journey to heighten your level of thinking. So on a daily basis, we have to nourish ourselves with good kind of thoughts so that I feel deeply secure inside. Und der zweite Punkt, der hilft, ist, wenn wir jeden Tag uns mit spiritueller Nahrung, also das heißt mit guten Gedanken, mit guten Sachen lesen oder studieren, positive, erhebende Gedanken in uns erschaffen, das hilft auch. Because what you think is what you begin to feel. Simple law of life. What you think is what you feel. Weil das, was wir fühlen in uns, also was wir denken, das werden wir auch fühlen. So, if I want to feel a good energy, I have to think well. And if I'm not getting right kind of thoughts in my mind, my feelings can't change. So, wenn ich eine gute Energie erfahren will, dann müssen meine Gedanken sich auch verändern. Und wenn meine Gedanken nicht gut sind, dann können auch meine Gefühle nicht gut sein. The third thing that I find very important is our looking at my habits and really just to look at my day-to-day lifestyle. And just to see if I'm eating happily, healthy, if my lifestyle is supporting this energy of love. So with real honesty, so the third tool is honesty. With honesty to see my daily lifestyle and say, is this supporting my energy of love towards myself, or am I doing things that are damaging this energy of love? So it's honesty, deep honesty. So, der dritte Aspekt ist diese tiefe Ehrlichkeit, mit der ich mich überprüfe und schaue, welche Gewohnheiten ich habe den Tag über, ob diese Gewohnheiten diese innere Liebe stützen, wie esse ich, was esse ich, so all diese Aspekte, so was sind diese Gewohnheiten, dass ich das gar mit großer Ehrlichkeit anschaue. Unterstützt das, diese Wachstum der inneren Liebe. The fourth tool that I find very important is to journal. Und I have a book. Yes. Ja, der erste Punkt ist wirklich ein Journal zu schreiben, also ein Tagebuch zu schreiben, ja. So for myself, just my own experience is I have a nice book and I have two colored pens. I have a purple pen and I have a red pen. And every day I talk to life and I let life talk to me every day so that I nurture. And my book is called The Transforming Power of Love. So, sie hat ein Buch, ein schönes Buch, in das sie jeden Tag schreibt, und dieses Buch heißt das Transformationstagebuch des Lebens. Und da hat sie zwei Stifte, einen roten und einen Purple, ist das violetten Stift, in dem sie jeden Tag schreibt. Einen Dialog. So, and I really find it really helps clean very deep energies from myself when I do that journaling, because it really deepens what I value in my life and what I want in my life. And it really, I find, helps my level of steadiness, this energy of journaling. It's very useful for me. Yeah. Sie findet es sehr, sehr hilfreich, dieses Tagebuch schreiben, dieses Aufschreiben, dieser innere Dialog zu führen, um diese Klarheit zu finden. Ja. And
And some people are just too serious, you know. Manche Menschen sind so ernsthaft. We need to be light. Wir müssen, Sometimes we're too serious in our life. so manchmal sind wir zu ernst. Wir nehmen alles zu ernst. Wir müssen es leichter nehmen. I always feel that the deeper you want to go into your life's journey, the lighter you have to become. Sie findet, je tiefer wir in unsere auf unserem Lebensreise gehen wollen, umso leichter müssen wir werden. So sometimes people become very heavy and they say, I must love myself, I must love myself. But you don't catch that love because you're too heavy with yourself. So You manchmal, need to stay light. manchmal sind die Menschen einfach viel zu schwer und sie sagen, ich muss mich selber lieben, ich muss mich selber lieben. Aber dann können wir diese Liebe nicht spüren, weil wir zu schwer sind. Wir müssen einfach ganz leicht werden, dass wir die Liebe erfahren können. For me personally, I think I'm quite a happy-go-lucky child of life, and I don't make things too serious. But at the same time, I value the things that make me grow. Yeah? Ja, sie findet, dass sie selber ein sehr glückliches, leichte Person ist und die Dinge nicht zu schwer nimmt, aber sie wertschätzt, was im Leben, die Dinge im Leben. Diese Wertschätzung ist da. So love also has a family, and so when you invite love in your life, then you will definitely have peace and happiness also in your life. So, Liebe hat auch eine Familie und wenn wir diese Liebe in unser Leben einladen, haben wir sicher auch Frieden und Glück. And so sometimes in our life's journey, we need to deepen this energy in that way and really to understand that when I deepen that love for myself, then generally my relationships around me will also experience that level of love naturally. I don't have to think I need to love them, but it will happen naturally. So, wenn ich selber die Liebe für mich selber vertiefe, dann geschieht es ganz natürlich, dass die anderen auch meine Liebe spüren. Ich muss mich nicht extra bemühen, andere zu lieben. Es geschieht natürlich. Yes, so they will, the more and more I have love inside myself, then the relationships on my life's journey will become peaceful and happy. And I think that is the depth of love that we look at. Und je mehr ich selber diese Liebe in mir erfahre, umso leichter werden die Beziehungen mit anderen und umso glücklicher. Okay, so I think, we've been talking about this energy of love today, and sorry that there were a few disturbances, but that was the drama. But this is a very, very important topic, and I think that we can definitely deepen it. But if there's anyone that may have any questions or anything they'd like to ask, I'm happy to share. Sie sagt, es ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema der Liebe, und sie entschuldigt sich eben für die Störung. Und wenn jemand jetzt noch Fragen hat dazu, darf er Fragen stellen im Chat. Ne? Did it come clearer? Ist es klar geworden? Ja, jetzt ist es viel klarer. Yes. It is now clear, and it's also not this break in between, so it is easier like that. Yes, thank you. Yeah. I don't know if there's any questions. I'm happy to answer any questions. Yeah. We need to give a bit of minute. We have to give a minute, Dipty, to let them write their questions into the chat. Okay, no problem.
I have a question. Matthias has a question. When she says, give every day love to yourself, how do you do it practically? How do you give love to yourself? He says, you know, when you say give yourself every day a drop of love, how do you practically do it? Jetzt gesagt. Ah ja, wait a moment, I translate it. You know, Matthias hat gesagt, wie mache ich das auf praktische Weise, mir jeden Tag einen Tropfen der Liebe zu geben? Now is good, Dipty. Okay, so as I was saying, every thought is like a drop. And so sometimes we think the thoughts, but we don't believe what we think. So wie Sie So to keep that drop of love, we need to believe what we think. So wie Sie gesagt haben, Two different things, yeah. es ist so, dass wir jeden Tag mit die Gedanken der Liebe nähren müssen. Und das ist aber so, dass es nicht genügt, nur in den Gedanken, sondern wir müssen diese alten Glaubenssätze müssen wir schauen, was da für Glaubenssätze dahinter sind, ob wir das wirklich glauben, dass die Gedanken der Liebe. Because I think in the world there are many thoughts, but at times people don't believe what they think. And so the drop of love means to really let that drop fit into my feeling that I understand this is who I am, and I begin to love myself for that. Es gibt viele Gedanken in der Welt, aber sie denkt, dass die Menschen nicht daran glauben. Und wir müssen diese Gedanken auch fühlen, nicht nur denken, dass sie wirklich in unser Herz füllen. Zwei Fragen. We have two more questions. Zwei mehr Fragen. For people who didn't receive love while they were a child, how can they do to put love to input drop? Can you see the questions, Dipty? For people who didn't receive love, while they were a child, how can they do to put love, to input drop of love because they don't know what it is, because they don't know what that love really is. So that's why right at the beginning of the talk, when we were having the disturbances, I was sharing at that point that sometimes our past becomes a blockage in feeling love. But when I think that my love should be felt because of, then that love becomes difficult. But it's like on a daily basis, I need to say to myself, and I saw in real life, I've worked in prisons and I've worked in places where people really had difficult childhoods. And so many things in their life was very challenged. But when they started every day to start with this word, I am love. Regardless of my circumstances, I am love. Regardless of the people in my life, I am love. It's like they open the energy of love in themselves. So die Frage war, wie ist das für Leute, die als Kind keine Liebe erfahren haben? Wie können sie täglich diesen Tropfen der Liebe in sich füllen? Und Dipty sagt, wenn wir aus der Vergangenheit kommen oder eben diese Liebe von außen erwarten, dann ist es sehr schwierig. Aber wenn ich von diesem Bewusstsein ausgehe, ich bin Liebe, dann kann ich diese Liebe so when I have this awareness that I am love, what did you say that? Yes,
then that love will then start awakening, because otherwise I'm depending on the love that somebody should have loved me, Yes. or a situation should have been like that. But life today isn't like that. It's quite difficult for many people out there. And I've seen people who started off with the feeling, I am loved, regardless of what my life circumstances are. It's like they wake it up from inside. Ja. Because it is inside of me already. I just have to wake it up. Yeah. Okay, Dipty hat vorher gesagt, dass sie hat in Gefängnissen gearbeitet und mit Menschen, die eine ganz schwierige Kindheit hatten. Und sie sagte, wenn sie angefangen haben, mit diesen Gedanken zu arbeiten, ich bin Liebe, und das nicht mehr von außen, von anderen erwartet habe, dass mich jemand lieben sollte oder dass eine Situation so und so sein sollte, aber dieses Gedanken zu nähren, diese Liebe in mir zu wecken, ich bin Liebe, dann konnten sie diese Liebe, diese Hindernisse überwinden. So I think it's that first fundamental feeling of knowing that I am love, instead of thinking I need love. Und das ist das As erste. soon as you feel you need love, then you think you're not loved. You see? Ja. Big difference there. Es ist ein fundamentaler Unterschied zu denken, ich bin Liebe oder ich brauche Liebe. So, wenn ich wirklich diese Erfahrung nähere, ich bin Liebe, und dann komme ich von dieser Erwartungshaltung, ich brauche Liebe oder jemand sollte mich lieben, weg. That's why when we are meditating, and if you are learning to meditate or if you do meditate, one of the very deep things that we feed within ourselves is the deepened experience that I am peace, I am love, I am joy, regardless of my circumstances. It's inside of me. It's already built inside of me. I just have to take it out. So, deshalb üben wir es ganz stark in der Meditation, dass wir uns mit diesen Gedanken füttern, quasi, ich bin diese Liebe, ich bin Frieden, und dass wir das so tief in uns einprägen, dass wir das erfahren können. Und das verändert, dass ich nicht mehr das draußen erwarte. Does that help? Hilft das? War das klar übersetzt, oder? Ja. Yes. Okay. Okay. Anything else? Ist noch eine Frage? No, there's no other questions, but I think it would be nice to have a little commentary to end with. Okay. Okay, sure. I will translate Dipty, no? Just the break in between. So allow yourself to sit comfortably. Erlauben Sie sich selbst ganz bequem, sich hinzusetzen. In a very relaxed way, and open your heart to love. Auf ganz entspannte Weise, und erlaubt eurem Herzen, sich zu öffnen. I come deep inside my feelings Ich, and remind myself that I am a being of love. ich komme tief in meine Gefühle und ich erinnere mich selber daran, dass ich ein Wesen der Liebe bin. No matter what the circumstances of my life is, Was immer die no matter Umstände, what- was immer die Umstände in meinem Leben sind, no matter what my relationships of my life may have been, wa- I am still love. was immer die Beziehungen in meinem Leben gewesen sein mögen, ich bin trotzdem Liebe. I am the child
of the ever-loving one. Ich bin das Kind von dem ewig Liebenden. The one whom the world remembers as love, as true love. Den, I am the child that loved. den einen, an den sich die Welt erinnert, als die Liebe, die wahre Liebe. Und ich bin das Kind von diesem. So I stabilize myself in that energy of love, and I continue to absorb the love of that highest source of love. Und ich werde stabil in dieser Energie der Liebe und absorbiere die Energie der Liebe von der höchsten Liebe. As I feel that love, the love within my being begins to awaken. Und wenn ich diese Liebe spüre, fängt sich die Liebe in mir an aufzuwachen. In the presence of the ever purest loving one, the true love within my being begins to awaken. In der Gegenwart des reinsten Liebenden erwacht die Liebe in mir. I continue to absorb love. Ich fahre fort, Liebe in mir aufzunehmen. I am stabilized in the energy of love. Ich bin in dieser Energie der Liebe stabilisiert. And I vibrate that love all around me. Und ich strahle diese Liebe um mich herum aus. My love is my strength. Meine Liebe ist meine Kraft. It is with my love that I can change all situations. Es ist mit meiner Liebe, mit der ich alle Situationen verändern kann. I keep that love alive in my life. Ich behalte diese Liebe lebendig in meinem Leben. I change my life out of love. Ich verändere mein Leben aus Liebe heraus. I become silent, I become still, and I feel content. Ich werde ruhig, ich werde still und ich werde zufrieden. I stay in this warmth of love. Ich bleibe in dieser Wärme von dieser Liebe. And from this space, I am ready to respond to my life. Und von diesem Raum bin ich bereit, diese Liebe zu erfahren oder zu verschenken. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. So, thank you, Sister Dipty, very much for your precious, wise experience. All I can do is just laugh, because this is how life is. Sometimes I had a few other presentations and they all went very easily. Mm-hmm. And it was not a problem. And so this one has its own unique flavor, but I'm sure that the message went through quite okay. So sie sagt, thank you all for, yes. Sie sagt, sie muss ein bisschen lachen oder schmunzeln. Sie hatte viele Programme gehabt, die gingen alle ohne Probleme, und hier hat sie so ihre eigenen Erfahrungen gemacht mit der Technik.
Und aber sie ist sicher, dass die Botschaft durchgekommen ist. It's very important to be flexible with life, isn't it? Then you can dance with life. Es ist ganz wichtig, im Leben flexibel zu sein, dann können wir mit dem Leben tanzen. So, thank you so much, Dipty. Pleasure, and thank you to the family there for inviting me to your lovely space. And it's amazing how in the world these days we can travel and be with the family without even leaving our homes. Okay? So, die Dank der Familie, und sie sagt, es ist unwahrscheinlich, wie es heute möglich ist, in der Welt herumzureisen, ohne das Zuhause zu verlassen. So, Om Shanti und Shanti, thank you. Good night. Soll ich jetzt noch das Ding lassen, Film? Okay, so I hope you enjoyed, and I'm sure you have got many very precious jewels to take with you. Also ich bin sicher, dass ihr viele wertvolle Juwelen mit euch nehmen konntet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein bisschen weiter meditieren. Wir lassen noch ein bisschen Musik mit der Natur weiterlaufen. Dann könnt ihr diese 4 Aspekte, wie wir die Liebe erfahren können oder wie wir sie stärken können, noch einmal durchgehen und ganz in die Tiefe von diesem Gefühl gehen. Om Shanti und einen schönen Abend.